Zwei ranke und schlanke Gebilde erheben sich hier in Wild City. Herzlich willkommen, liebe Freunde, zum Bau unseres ersten Wild City Wolkenkratzers. Ihr seht, Rita ist nicht die Einzige, die hier eine gute Figur macht, sondern auch, ja. Also unser super Hochhaus. Nur fürs Größenverhältnis. Ich stehe auf unserem super Sessel und ich bin keine 1,60 klein. Das wissen wir schon. Ich komme mal zu dir rüber, dann können wir uns das ansehen. Ja. Wir haben jetzt als allererstes mal natürlich eure zahlreichen Kommentare uns zu Herzen genommen. Ihr habt uns ja wirklich wahnsinnig viel geschrieben, was wir beim Bau des ersten Wolkenkratzers noch alles beachten sollen. Ja. Entschuldigung. Ja. Und da haben wir viele Tipps noch umgesetzt und der passt jetzt hier, wo ich stehe, gar nicht ganz auf das Bild drauf, aber macht nichts. Wir haben jetzt also mehr oder weniger mal die ursprüngliche Form des Wolkenkratzers beibehalten. Natürlich hat Ritas Vorschlag gewonnen, wie könnte es anders sein? Danke. Danke dafür. Das heißt, wir haben jetzt den Vorschlag genommen, wo die Balkons immer versetzt sind, was finde ich auch eigentlich jetzt im Nachhinein betrachtet besser aussieht, denn sonst wäre das ein bisschen zu dicht, wenn auf jedem Stockwerk 4 Balkons wären. Genauso sind es ja nur 2. Wir haben auch die Farbe beibehalten, die wir in Bricklink euch gezeigt haben. Das heißt in Weiß. Das hat den Grund gehabt, dass... Ja, dadurch, dass das ja so dunkel ist, oder? Der Stempen. Also für mich war es, weil der Stempen so extrem dunkel ist und wenn das jetzt auch dunkel gewesen wäre, dann hätte mir das nicht so gut gefallen. Außerdem ist es so ein Riesentrum. Und dann ist das, glaube ich, wenn das so ein schwarzer Block oder so ein dunkler Block ist, ist das irgendwie komisch. Genau. Andere Farben sind halt ja oftmals schwer zu kriegen. Das ist der Grund, den ich eigentlich nennen wollte. Es ist unmöglich, es sind jetzt hier, ich glaube, ungefähr 350 dieser großen Fensterteile verbaut und die sind unmöglich zu bekommen in einer anderen Farbe als Weiß. Also wir hätten da wahrscheinlich 2 bis 3 Jahre gebraucht, um die in anderen Farben zu bekommen. Ich rede da jetzt nicht von irgendwelchen exotischen Farbvarianten, sondern einfach zum Beispiel von Braun oder Grau oder Schwarz. Grau wäre vielleicht noch am ehesten gegangen, aber da hat ein Verkäufer in Thailand über 300 dieser Fensterteile gehabt und da haben wir zugeschlagen, da haben wir dann nur mehr bei einem zweiten bestellen müssen. Die Fenster, viele von euch werden jetzt wahrscheinlich sagen, das ist zu hell, dieses Trans Blue, das ist ein bisschen zu hell, da sieht man ja den Stempen durch. Das ist richtig, aber es hat denselben Grund. Ich wollte eigentlich Trans Black nehmen. Habe ich mir gedacht, das sieht auch vielleicht ganz cool aus. Aber es war auch unmöglich, Trans Black Fliesen zu bekommen. Die gibt es in dieser Menge einfach nicht. Da hätten wir bei 30 verschiedenen Händlern bestellen müssen auf Bricklink. Und Wollt ihr mal von oben schauen? bitte. Während Christoph redet. Die einzige Möglichkeit für uns jetzt, dieses Hochhaus in nächster Zeit fertigzustellen, war die Variante hier, die wir gewählt haben. Wir haben auch zum Teil Türen eingebaut, da könnt ihr sehen, so viele wie halt hatten, haben wir eingebaut. Oh, die bekomme ich jetzt nicht auf. Ach, ist schon. So, bitte sehr. Kann man hineinschauen. Innen ist es natürlich leer, aber wir haben ja von vornherein gesagt, dass es nur ein Fassadengebäude werden wird mit Balkons. Die Steckdose haben wir gut versteckt. Die ist noch dort und oben ist Rita jetzt gerade dabei am Fliesen. Hier kommt nämlich ihre Skybar hin. Und auch ein super Tipp, der von euch gekommen ist, dass wir, wenn wir oben eine Skybar reinmachen, jetzt sieht man es eigentlich recht gut, sollten wir, oder habt ihr vorgeschlagen, einen anderen Balkon hier zu wählen, denn ihr wisst ja, bei den normalen quasi, wo die Leute wohnen, da sind diese Maiskolben in Weiß verbaut und hier oben habe ich die, Christoph schmunzelt schon wieder wegen meinen Maiskolben, hier oben haben wir 1x2er in durchsichtig verbaut und ihr seht, ich habe hier immer wieder ein bisschen was freigelassen. Das ist schon deshalb, weil ich ja vorhabe, dass wir da oben eine Bar machen und ich habe mir gedacht, da könnte man ja auch Getränke abstellen, wenn man sich quasi hier diesen Ausblick über Wild City gönnt. Ich sag's euch, ein Traum. Ganz richtig, hier wird noch einiges passieren.
Je weiter oben, desto teurer sind natürlich die Appartements, das wisst ihr. Wir haben schon gesagt, wir werden jetzt die... Das ist der Ausblick. Toll. Die Balkons natürlich auch nach wie vor noch, hoffentlich hat niemand Höhenangst von den Zuschauern. Das wird dann eine bestimmt ganz interessante Sache werden. Ja. Wir werden jetzt die Balkons in nächster Zeit noch bevölkern. Das heißt, da sind auch eure Vorschläge gefragt. Ihr habt uns ja da auch schon so viele tolle Geschichten in die Kommentare geschrieben, was wir da alles an Geschichten platzieren können. Das heißt, es wird jemanden geben, der sich die Hand bei der Balkontür einzwickt. Jemand ist ein Vogelfreund und hat viele Kanarienvögel. Der nächste hat wieder im Nachbarbalkon Katzen. Einer badet im Bällebad. Ich wollte gerade sagen, das ist Christophs Vorschlag, ein Bällebad am Balkon. Ich finde das so eine super Idee. Genau. Der wird sicher bei so einem kleineren Balkon dann stattfinden. Hoffentlich, ja. Ein Pflanzenfreak, der alles zugewuchert hat. Dann hat jemand lauter Fahrräder. Ich nehme noch die Kamera, damit ich von ein bisschen weiter weg filmen kann. Ach ja, also, die anderen Seite noch. das freut uns schon sehr. Ach genau, ja. Also wir haben auch übrigens die Balkons, wie wir gesagt haben, jetzt nur auf 2 Seiten gemacht. Das heißt, die Sonnenseiten von Wild City haben einen Balkon verpasst bekommen, die der Downtown zugewandten Seite und die mit Blickrichtung zum Strand. Die anderen sind relativ, ja, ich will nicht sagen kahl, aber doch sehr klassisch. Wobei ich sogar gestern nochmal am Überlegen war, ob wir nicht irgendwann, vielleicht wenn wir alles bevölkert und zugebaut haben, vielleicht die Balkons auf dieser Seite auch aufbauen. Ich weiß es noch nicht. Gefallen tut mir das mit den Balkons auch sehr gut. Jetzt habe ich mich schon geschreckt beim Runterschauen, weil ich mir gedacht habe, da ist was abgebrochen. Dabei ist es die Tankstelle. Genau, es geht sich hier ganz genau aus. Jetzt wisst ihr auch, warum das Gebäude wirklich nur so spärlich aufgebaut ist. Wir haben ja, das ist so, wir sind jetzt nicht diejenigen, die jetzt nichts mehr abbauen, wenn wir eine bessere Idee haben. Aber wir haben uns gedacht, es wäre doch cool, wenn wir hier, das ist übrigens ja auch ein Vorschlag aus der Zuschauerschaft gewesen. Ich glaube, der liebe Richard S., Grüße gehen raus an dich, hat das mal vorgeschlagen, dass wir hier doch einen Wolkenkratzer bauen können. Und wir wollten wirklich einfach nur diesen Holzpfosten hier verkleiden. Ich habe mir gedacht, es würde vielleicht sogar noch ein, 2 Stockwerke höher hinaufgehen, wobei dann wäre es so hoch, dass man die Bar oben überhaupt nicht mehr sehen wird. 15 Stockwerke sind das jetzt gesamt. Natürlich, es ist von der Fassade her eher einfach gehalten, wie wir es euch auch schon gezeigt haben beim Studio-Projekt. Das heißt, hier sind einfach diese Fensterteile. Wir haben jetzt noch ausgetauscht. Es sind hier relativ große weiße Bricks verbaut, einmal 6er, einmal 8er zum Teil. Die sind auch hier immer verzahnt. Das heißt, das Gebäude ist jetzt wirklich sehr stabil. Natürlich. Schlimmes Erdbeben darf trotzdem keins kommen, aber es hält wirklich phänomenal gut und auch die Balkons sind, obwohl die hier nur, da sieht man mal schon wieder, wie gut die Klemmkraft bei Lego ist. Also ich drücke jetzt gerade ziemlich fest hier drauf und da bewegt sich gar nichts. Das heißt, man kann die Balkons hier ohne weiteres bebauen und da auch noch Ballast aufladen. Was ist jetzt wieder? Und ihr wisst, ich wäre nicht ich, wenn ich nicht schon eine Figur im Kopf hätte, die ich gerne platzieren möchte. Und bevor jetzt der große Aufschrei kommt, wir haben ja schon mal Friends-Figuren verbaut. Ihr wisst es noch, im Einkaufszentrum in unserem super Gewandgeschäft, Kleidungsgeschäft. Und ich möchte diesmal wieder Friends-Figuren verbauen, nämlich in der Skybar, weil ich mir gedacht habe, die könnten vielleicht als Model-Kellnerinnen dort arbeiten. Was für eine Idee, habe ich noch nie gesehen, aber hört sich auf jeden Fall wirklich ganz gut an. Genau, also oben diese Skybar, die geht wirklich einmal rundherum mit dem Upgrade, das wie gesagt der oberste Stock, ich habe den zuerst auch genau bis nach vorne gehabt, da wo ihr Ritas hübsches Gesicht jetzt seht. Und dann habe ich aber 1 oder 2 Fenster, ich glaube 2 Fenster waren es, ja genau, entfernt, damit wir oben jetzt dann so eine größere Fläche haben. Die habe ich auch mit Inverted Slopes dann noch gestützt von allen Seiten. Das heißt, das ist jetzt eigentlich auch sehr... Genau, 10 Noppen breit, das ist jetzt eigentlich auch sehr stabil alles geworden. Ich habe mir angesehen, ein paar Vorschläge in den Zuschauerkommentaren waren auch, dass wir doch die Stockwerke irgendwie mit Technikpins und Technikteilen ineinander verbinden könnten. Das wäre total cool gewesen, weil dann hätte man wahrscheinlich einzelne Stockwerke rausnehmen können oder so wie eine Tür. Bob Brickman hat das ja
Bei dem kann man das Hochhaus hinten mit so einer Klappe öffnen. Ich habe das ein bisschen probiert, aber ich habe da keine gute Lösung gefunden, dass das auch dann noch nach was aussieht. Außerdem haben wir sowieso kein Innenleben. Wir haben kein Innenleben und man kann es ja auch fast nicht aufklappen, weil wir hier rundherum alles verbaut haben. Ganz richtig. Ich gehe jetzt nochmal hinüber, wo wir zuerst waren. Also wie gesagt, man kommt eigentlich ganz gut rein. Wir sind beim Aufbau 1, 2 Teile in die Konstruktion reingefallen. Aber dadurch, dass wir immer wieder Türen eingebaut haben, kann man da eigentlich ganz gut hinein und kann sich dann die Teile, die abhanden gekommenen, wiederholen. Ich habe auch sogar, das erste Model steht schon, wie ihr seht. Und ich mache mal einen professionellen Zoom, probieren wir das mal aus. Also hier oben werdet ihr dann die VIPs von Wild City beim Cocktailschlürfen begutachten können. Mal schauen, was Rita da alles geplant hat. Sie hat jede Menge Teile dafür bestellt. Ich bin da wirklich schon sehr gespannt. Und ja, uns ist auch aufgefallen, dass natürlich die Balkonhöhe, also die Geländerhöhe natürlich nicht wahnsinnig hoch ist, was im normalen Leben ja natürlich nicht möglich wäre oder ja, sehr gefährlich. Aber ich habe mir gedacht, wenn wir die zu hoch bauen, da kann man einfach so schlecht in die Balkone reinsehen. Das sehe ich genauso. Also aus ästhetischen Gründen. Richtig, man soll ja noch was sehen können. Übrigens habe ich relativ spät, da war dann schon eigentlich so gut wie alles fertig, habe ich hier unten den ersten Balkon dann noch dazu gebaut. Ich habe mir zuerst gedacht, der erste Balkon, der reinkommt, ist dann der hier, im insgesamt 3. Stock. Und dann erst wieder im 4. Stock auf der Seite. Ich habe dann aber diesen Doppelbalkon dann noch hier eingebaut. Das ist relativ problemlos gegangen und das freut uns eigentlich. Es ist eine einfache, aber sehr solide Konstruktion. Man kann auch, wie gesagt, natürlich jetzt kein einzelnes Stockwerk rausnehmen, aber dadurch, dass alles gleich aufgebaut ist, kann man sich... ist der Umbau eigentlich nicht schwierig. Das war eigentlich ganz gut zu machen. Gekostet hat uns das Hochhaus, so wie es jetzt hier steht, ohne dieser Model-Barkeeperin, muss man ganz ehrlich sagen, ich glaube knapp über 300 €. Es sind so gut wie alles gebrauchte Teile gewesen. Wie gesagt, der Großteil aus Thailand. Die haben aber eine sehr gute Qualität, also die sind fast neu. Ein paar dieser Fensterscheiben sind ein bisschen zerkratzt, aber das ist nicht so tragisch. Und ich würde sagen, das Hochhaus ändert einfach, das ist schon ich würde sagen, fast das 8. Weltwunder. Es ändert die Ästhetik und den Look der Innenstadt extrem und ich finde es einfach total cool, wenn ihr euch denkt, bis gestern Nacht war hier noch dieser Holzpfosten und jetzt ist hier einfach dieses tolle Hochhaus und ihr wisst ja, wir haben, wenn wir den Blick nach rechts schweifen lassen, wir haben ja noch mehr dieser Holzpfosten im Layout. Da hinten werden wir wahrscheinlich zwar kein Hochhaus bauen, sondern vielleicht irgendetwas, was mit Natur zu tun hat. Jetzt sieht man Disney Castle direkt gleich. Genau, es ist jetzt die höchste Erhöhung in Wild City. Das Disney Castle und die Vestas-Anlage, je nachdem, wo der Rotor gerade steht, sind jetzt übertrumpft worden. Ja. Was ich noch ein bisschen am Überlegen bin, hier haben wir noch nicht so gut hingefilmt bis jetzt, ist hier, da steht das Haus nämlich momentan noch auf der Holzplatte. Ich bin am Überlegen, entweder schneide ich mal, das machen wir zwar normal nicht so gerne, aber entweder schneide ich mal eine dieser Bodenplatten zu, dass die da reinpasst. Oder wir bekommen irgendwo noch eine kleinere her. Das ist aber auch kein Problem, denn man kann das Haus ganz leicht irgendwie mit einem Messer oder mit einer Schere ein bisschen aufheben und dann noch eine Bodenplatte hier unten einfügen. So, und ich weiß nicht, ob ihr es hört. Ich glaube, wir werden jetzt wieder gebraucht. Der Baumeister hat Hunger. Schauen wir mal. Ich übrigens auch. Ja. Also, wir machen uns auf den Weg. Essen wir jetzt mal. Wir wollten euch nur ein kurzes Update geben, was sich da so getan hat. Und nochmal vielen, vielen Dank für eure tollen Kommentare. Ihr habt uns da wirklich sehr weitergeholfen und man sieht es jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht so immens, aber wir haben da und dort bei den Stockwerken wirklich noch einiges verändert und eure Kommentare einfließen lassen. Wie gesagt, diverse Farbvorschläge hätten wir gerne berücksichtigt, aber das ist so in dem Umfang jetzt leider nicht möglich gewesen. Ich glaube, es sind 600 oder irgend sowas, 1x6 Bricks verbaut. Ja. Und das macht dann natürlich einen großen Unterschied, ob man die in weiß nimmt oder irgendwie in einer speziellen anderen Farbe. Und wie gesagt, die Fenster auch. Ich hätte gerne Sand Blue gehabt oder Sand Green wäre noch besser gewesen. Also leider nicht möglich gewesen. Aber ich finde, es macht dennoch einen sehr guten Eindruck hier.
wenn man reinkommt, man sieht es gleich. Also, und Rita ist begeistert, weil sie bekommt jetzt endlich ihre Skybar. Ja, aber jetzt bin ich hungrig geworden von der ganzen Skybar-Gerede. Also wir machen uns auf den Weg. Schreibt in die Kommentare, falls ihr noch Ideen habt für die Skybar oder für irgendeinen Balkon. Und dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder. Ganz richtig, liebe Freunde. Passt auf euch auf und Auf jeden Fall. vielen Dank fürs Einschalten und danke für eure coolen Kommentare. Tschüssi! Tschüss!